Hey guys, what's up? Ich dachte, ich vlog mal wieder. In der letzten Zeit war echt viel los und deshalb bin ich nicht dazu gekommen zu vloggen oder irgendwie Content aufzunehmen und erst recht nicht irgendwas zu editieren, beziehungsweise ich hätte Zeit gehabt zu vloggen, hier und da mal die Kamera aufzustellen, aber ich hätte keine Zeit gehabt zu editieren. Das Editieren dauert immer so lange. Dann wollte ich letzte Woche, glaube ich, anfangen, aber es ist so viel passiert und es ist hier einfach Chaos gewesen, über Tagen, über Wochen, weil wir aktuell alle unsere Sachen, die eigentlich im Keller stehen, in der Wohnung stehen haben müssen. Und dann waren wir ja auch hier und da im Urlaub, dann wieder für ein paar Tage weg und dementsprechend sah die Wohnung halt einfach aus. Und ich wollte filmen, aber ich habe mich einfach so gefühlt, dass ich nicht mal das machen konnte, um zusammen aufzuräumen oder so. Also ich wollte eigentlich einen Clean with Me machen, aber ich bin so ein Mensch, wenn alles einfach voll ist, wenn ich die Wohnung nicht aufgeräumt habe, wenn die Wohnung nicht sauber ist, dann arbeitet mein Kopf manchmal nicht und ich musste einfach, zumindest ist es immer noch nicht top hier, und das wird sich hoffentlich im Laufe dieser Woche aber ändern. Aber ich musste zumindest das Gröbste wegbekommen, weil das war echt too much. Genau, also habe ich so halb letzte Woche schon ein bisschen angefangen mit so einem Reset. Was aber auch zu einem Reset gehört, ist Haare waschen. Frag mich nicht, wann ich das letzte Mal meine Haare gewaschen habe, aber it is time. Und der Kleine schläft gerade. Mal gucken, wie weit ich in der Zeit komme. Oh, seht euch diese Crusty Curls an. Heute den ganzen Tag noch nicht gevloggt. Wir waren heute Morgen unterwegs, hatten einen Termin und haben dann eigentlich die meiste Zeit gespielt und geschlafen. Wir müssen hier noch aufräumen, as you can see. Aber ich habe hier gestern zum ersten Mal eingelegte Zwiebel gemacht und Leute, das ist so lecker. Das müsst ihr unbedingt probieren. Und generell habe ich so eine Bowl ausprobiert und die ist auch richtig gut. Also ich kann euch das Rezept mal unten... Wie nah bin ich eigentlich jetzt? Ich kann euch das Rezept unten in die Beschreibung packen. Das Einzige ist, ich mag Süßkartoffeln warm. Ich würde es jetzt mal, glaube ich, getrennt preppen. Und genau, abgesehen davon, aber es ist voll lecker und eingelegte Zwiebel.
Mich auf jeden Fall jetzt viel besser. Die Wohnung ist noch nicht ganz sauber, aber zumindest aufgeräumt und das ist schon mal viel, viel besser. So kann ich wenigstens ein bisschen denken, ein bisschen arbeiten. Ich setze mich jetzt hin, möchte noch Ordnung schaffen in den Finanzen und ein paar Mails habe ich noch zu beantworten. Das mache ich jetzt noch für so 1-2 Stunden. Und dann ist mir eingefallen, dass mein Mann morgen frei hat. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kriege ich es hin, einen Reset zu machen mit Gott. Also einfach mich hinsetzen, beten, hören und journalen und dachte die ganze Zeit, das wird diese Woche nur sehr, sehr schwer klappen. Aber jetzt hat mein Mann, wie gesagt, morgen frei. Also mache ich das morgen. So, das ist ein bisschen anders gelaufen als geplant heute. Mein Mann war so 3 Stunden oder so im Stau. Das heißt, ich war doch mit dem Kleinen und hatte meine Me-Time nicht. Ja. Wir machen es dann wahrscheinlich ganz entspannt gleich hier. Oder ich mache es ganz entspannt hier. Wir essen jetzt was und sehe ich mal, wie ich das machen werde. Ich habe den Kleinen jetzt mal was früher schlafen gelegt. Hello, it's a new day the Lord has made. Ich bin jetzt mal ein bisschen transparent, ja. In letzter Zeit kriege ich wirklich nicht gut hin, meine Zeit mit Gott zu verbringen. Deshalb wollte ich auch diesen Reset machen. Aber ich habe angefangen, habe auch ein bisschen was gemacht und dann ist der Kleine wach geworden. Ich bin rüber und wollte ihn eigentlich nur wieder zum Schlafen bringen und dann weitermachen gehen. Was ist passiert? Ich bin eingeschlafen. Und weil mein Mann auch gleichzeitig eingeschlafen ist, hat er nicht gemerkt, dass ich eingeschlafen bin und habe bis 1 Uhr oder so durchgeschlafen, bis mein Mann mich dann geweckt hat. Davor habe ich aber an das Gleichnis gedacht, einen verlorenen Sohn. Ich glaube wirklich, dass Gott immer sich freut, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir wieder zurück zu ihm kommen, in seine Arme fallen oder uns in seine Arme fallen lassen. Ich selber möchte aber mehr in seiner Gegenwart verbringen, weil ich weiß, was das für einen Unterschied macht. Und ich weiß, dass ich von ihm abhängig bin. Und ich merke, dass ich aktuell nicht auf 100% bin. Und das möchte ich ändern. Als Mama muss man sich echt da einfach auch wirklich gut organisieren. Aber ich bin zuversichtlich. Ich krieg's hin. Du wirst es hinbekommen, wenn du es auch möchtest. Und ich bin ja gerade auch dabei, abzustillen. Das ist ein ganz anderes großes Thema. Und ich habe das Gefühl, mein Sohn merkt das und möchte noch mehr Nähe von mir, möchte einfach noch viel mehr Zeit mit mir verbringen. Oder dass ich ihn eben mehr kuschel und so weiter. Ja, da bin ich gerade auch dabei, einen Weg zu finden. Wir machen uns jetzt schnell fertig und treffen uns dann zum Brunchen mit meinen Geschwistern. Aber was ich euch sagen wollte, für alle, die sagen, unsere Haare sind schwer zu managen. Ich sage die Wahrheit, man braucht Zeit dafür. Aber on a daily basis brauchst du nur Wasser. Und Leute, ich hatte auch eine Phase, da habe ich einfach über dem Waschbecken meine Haare nass gemacht. Und wenn meine Haare sehr, sehr, sehr trocken sind, mache ich das auch manchmal einfach so, dass ich einfach in der Badewanne oder eben im Waschbecken meine Haare einfach befeuchte. Deine Haare brauchen Feuchtigkeit. Das ist die Regel Nummer 1. Deine Haare brauchen Feuchtigkeit. Zweitens brauchst du einen Leave-In-Conditioner. Again, deine Haare brauchen Feuchtigkeit. Hier musst du dich ein bisschen ausprobieren, weil es gibt ja Low Porosity und High Porosity. Je nachdem, was du für eine Porosity hast, nimmt deine Haare deine Feuchtigkeit verschieden auf, also auf eine verschiedene Art und Weise auf. Jetzt gerade benutze ich dieses von Miel und ich finde es eigentlich ganz gut. Mein Go-To ist aber eigentlich Share Moisture, geht eigentlich immer bei mir, aber
Ich wollte mal ein bisschen was anderes ausprobieren, genau, und benutze das. Hier ist Granatapfel und Honig. Also Honig ist für meine Haare eigentlich ganz gut, merke ich. Irgendwie kann ich mich noch nicht hundertprozentig darauf festlegen, wie ich es finde. Wie gesagt, ich vergleiche immer alles mit Share Moisture und Share Moisture ist einfach top. Anyways, was du dann einfach machst, ist deine Haare, wie gesagt, befeuchten. Du nimmst dein Leave-In-Conditioner, ziehst es in deine Haare ein. Also ich benutze nicht mal einen Kamm oder so, ne? Also einfach nur Hände. Also wirklich Wasser und Leave-In. Natürlich kann man auch noch ein Öl benutzen, benutze ich auch hin und wieder. Ich mache es nur nicht immer und versuche auch meine Kopfhaut ein bisschen zu vermeiden, weil man kann da jetzt auch viel tiefer reingehen, aber ne, damit deine Haare wachsen, muss deine Haut gesund sein und sauber sein. Das ist einer der Gründe, ne, die dazu führen, dass deine Haare wachsen. Ich denke, man merkt direkt einen Unterschied zu dem, wie meine Haare vorher aussahen. Meine Haare lassen sich wieder bewegen, die bleiben nicht einfach nur so steif wie am Anfang. Und das liegt einfach daran, dass da Feuchtigkeit drin ist. Also ich finde diesen Leave-In gut, aber ich glaube nicht wow. Und jetzt ein Tipp, hab einfach 1-2 Go-To-Frisuren. Bei mir ist es Mittelscheitel und dann entweder Dutt oben, also ein Dutt oben oder ein Dutt unten. Je nachdem, wie kurz oder lang deine Haare sind, brauchst du vielleicht noch eine Spange oder so, ansonsten Haargummi. Und dann machst du dir einfach einen Zopf oder einen Dutt. Am besten gehst du auch weg von diesen Sleek-Frisuren jeden Tag, weil das ist nicht gut für deine Edges. On top, vielleicht habt ihr ja sowas zu Hause, kannst du, wenn du möchtest, ich versuche es hier an den Edges nicht so hart zu machen, will aber, dass hier hinten das ein bisschen glatter ist. Je nachdem, wo ich hingehe, je nachdem, was ich mache, tue ich vielleicht noch ein bisschen Gel in die Haare, aber das versuche ich auch zu vermeiden. Again, ich will hier meine Kopfhaut nicht irgendwie verstopfen oder so und ich möchte auch nicht zu viel Produkt in den Haaren haben, damit das on a daily basis einfach funktioniert, dass ich Wasser in die Haare sprühe und Leave-In und das war's, weil sobald da mehr Produkte drin sind, werden die bei mir zumindest fester und schwerer zu managen. Deshalb bleibt es so. Mittelscheitel habe ich auch nicht richtig gemacht, weil ich keine Zeit habe. Wir müssen nämlich jetzt los. Achso. Es war ein langer Tag. Ich habe ihn wieder unnötig länger gemacht. Ich habe heute noch mit Maria darüber gesprochen, dass wir früher schlafen gehen müssen. Und was mache ich heute wieder? Ja, anyways, bin sehr gespannt auf die Konferenz. Ich habe richtig Lust drauf. Es ist auch mal wieder eine Abwechslung so zu dem Alltag. Bin auch sehr gespannt, wie es mit dem Kleinen wird, wie er das mitmacht. Ich denke, dass viel von meinem Alltag so angepasst ist, dass es natürlich auch mit meinem Baby oder Kleinkind passt. Ich denke aber, dass es auch völlig in Ordnung ist. Gerade bei sowas vielleicht, die Kinder da trotzdem auch mal mitnimmt und dann trotzdem im Haus des Herrn sein kann und nicht nur dann zu Hause ist, wenn man auf die Schlafenszeit der Kinder beispielsweise achten muss oder achten möchte. Das entscheidet natürlich jeder für sich selbst. But as for me and my house, we're gonna do it like this. We're gonna be in the house of the Lord. Nochmal ein Thema zu Haaren. Ich habe ja heute über Haare gesprochen. Einfach wieder ein random Tipp für die Leute, die es interessiert. Wichtig ist, dass ihr eure Haare schützt, während ihr schlaft. Ich mache die immer dann locker, egal was für eine Frisur ich hatte. Locker die immer dann kurz, auch da wieder, um die Edges ein bisschen zu schonen, um den Zug da rauszunehmen. Dann mache ich immer das Ganze ganz locker, deshalb sehe ich dann morgens immer, ne, wie heute Morgen zum Beispiel aus, damit einfach da nicht so fest ist. Oft mache ich einen Dutt, ich glaube nicht immer, so, ja, aber oft mache ich einen Dutt, um die Spitzen so ein bisschen zu schonen und dann ziehe ich mein Bonnet auf oder mein Durag und das war es eigentlich. So gehe ich dann schlafen. Manchmal mache ich dann noch ein bisschen Öl auf die Kopfhaut. To be honest, unsere Haare zu pflegen, es ist nicht einfach. Es ist
Nicht, es ist nicht einfach, weil alle Haare sind nicht einfach nur einfach. Man muss alle Haare maintainen. Und wir müssen einfach nur lernen, einfach mit unseren Haaren auch gut umzugehen. Ich glaube, ich habe letztens mit jemandem darüber geredet, es ist für viele einfacher zu sagen, okay, ich setze eine Wig auf, und du lernst ja auch, wie man mit Wigs umgeht und wie man sie kleben soll und wie man da die Edges legen soll und so. Und so viel, wie du dich mit Wigs auseinandersetzt, kannst du dich auch mit deinen eigenen Haaren auseinandersetzen, und dann wirst du auch deine Haare selber managen können. Und das kommt von mir, und Leute, ich habe wirklich jetzt nicht die krassesten Skills, was Haare angeht, und ich schaffe es auch. Also wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Wenn ihr da mehr Tipps haben wollt, weil viele fragen mich, aber so viel mache ich eigentlich gar nicht mit meinen Haaren. Also ich versuche es eigentlich so simpel wie es geht zu halten. Gerade jetzt als Mama habe ich nicht so viel Zeit und versuche das trotzdem irgendwie hinzubekommen. Aber ja, wenn ihr mehr Tipps da haben wollt, dann sagt Bescheid. Das Wichtigste ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, Feuchtigkeit. That being said, good night. Jesus, was ist denn, das du tun willst mit meinem Leben? Mit diesen paar Jahrzehnten, die ich atme auf diesem Planeten. Ich möchte für dich leben, ich möchte deinen Auftrag leben. Da gibt es einen Missionsauftrag. Da gibt es Menschen, die du gewinnen willst, mit genau der gleichen Liebe. Dafür leben. Ich glaube, dass uns das vereint. Und das ist so. So on the shit, so on the shit. Come on, so on the shit, so on the I'm so weiß wo lang, warum fühlt sich Warten an, als wär's die Unendlichkeit, es tut mir leid. Mein altes Sein liegt begraben, ich verkünde. Meine Zuflucht in der Not, mein Gott, auf den Come on, prepare the way for the Lord, prepare the way. Prepare the way for the Lord, prepare the way. Prepare the way for the Lord, prepare the way. Prepare the way for the Lord, prepare the way. Prepare the way for the Lord, prepare the way. So, es ist jetzt Samstag. Heute ist die zweite Session. Gestern ist es schon richtig gut gestartet. Der Worship war krass. Die Auftritte waren richtig nice. Und ich bin gespannt, was es heute alles so gibt. Ich habe die erste Session verpasst, weil ich wollte, dass der Kleine schläft. Und ja, kommen wir jetzt zur zweiten Session. Danach gibt es auf jeden Fall 2 Workshops. Aber gestern hat es auf jeden Fall richtig gut mit dem Kleinen geklappt. Er hat richtig lange durchgehalten. Mal gucken, ob es heute auch so wird. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hoffentlich muss ich es nicht, aber ich wäre sogar bereit dafür zu sterben. Aber auf jeden Fall gebe ich mein ganzes Leben. Wie bringt Gott Leute dahin? Und ich habe festgestellt, ein Weg, wie Gott Leute dahin bringt. Jesus higher.
sind sowas von K.O. Aber auch sowas von gefüllt. Ach, es war echt ein super, super Wochenende. Von Anfang bis Ende. Vom Worship bis zum Gebet, von Input bis zu den Workshops und darüber hinaus waren echt gute Gespräche. Neue Menschen, die ich kennenlernen durfte und auch einfach als Mom wieder so viel aufzutanken. Also ich kann es auf jeden Fall allen empfehlen, mal eine Konferenz mitzumachen oder sich generell einfach mal ein Wochenende Zeit zu nehmen. Bei einem Retreat oder bei einer Konferenz oder was auch immer. Ich glaube, wenn man mit offenem Herzen dahin geht und mit offenen Ohren und offene Hände und wirklich sagt, Gott, ich möchte empfangen, dass jeder Einzelne empfangen kann. Und yes, ich durfte auf jeden Fall, wie gesagt, viel empfangen, viel mitnehmen, viel lernen. Ja. Und der Kleine hat, wie gesagt, sehr gut mitgemacht. Das war auch eine Sache, die gesagt worden ist. Ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sie sagte, dass wir in unseren Blessings nicht mäßig versinken sollen und uns dann nur mit den Sachen, mit denen wir gesegnet worden sind, uns weiter von Gott entfernen. Sondern im Gegenteil, ne? Also unsere Segen sollen uns ja eigentlich näher zu Gott bringen. Und ja, für mich beispielsweise Mama zu sein, heißt nicht, dass ich dann komplett raus bin aus der Church, mich nicht mehr mit den Leuten treffe, die mich im Glauben ermutigen oder ne, wo wir uns gegenseitig einfach pushen im Glauben oder ne, auf dem Weg mit Jesus. Ja. Das war unsere Woche, das war meine Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nothing